Habe die Ehre und herzlich willkommen hier wieder bei Namahim. Ich wollte ja schon länger jetzt das Video über die Erdung machen und es ist in Arbeit, es ist ein bisschen umfangreicher, deswegen dauert es ein bisschen. Beim nächsten Mal. Okay, ich habe mir ganz spontan gedacht, ich spreche nochmal über Ernährung, weil ich das Gefühl habe, dass da ein Bedarf dran ist und Ernährung eben ein riesengroßes Thema ist. Also wie ernähren, konventionell, vegan, vegetarisch, nur von Lichtnahrung? Wir werden sehen, bleibt dran. Ich habe das Thema Ernährung schon mal als Beispiel reingebracht, ich glaube beim Thema Achtsamkeit war das. Und heute möchte ich dem Thema mal ein extra Video widmen. Es ist, wie gesagt, ein Riesenthema. Na klar, wir essen alle mehr oder weniger das eine oder das andere und viele stellen sich die Frage und vielleicht auch die berechtigte Frage, was ist gut für mich, was soll ich essen, damit ich ideal versorgt bin, dass es mir gut geht. Und jetzt teile ich es mal in 4 Kategorien einfach ein und sage, hier ist die konventionelle Ernährung, einfach die Mischkost. Die hat den Menschen ganz, ganz lange Zeit gut getan in der Vergangenheit. Hat sich verändert. Ganz viele Menschen vertragen Fleisch nicht mehr. Die wissen es gar nicht, die essen es trotzdem, weil sie es gewohnt sind, aber es tut ihnen nicht mehr gut. Dann die vegetarische Ernährung, also einfach Fleisch weglassen, Fisch eventuell auch und tierische Produkte, Milch, Joghurt, Eiweiß, Käse und so, essen. Gut, dann gibt's vegan, überhaupt keine tierischen Produkte, viel Rohkost, viel Gemüse und so weiter. Und Lichtnahrung, ja, da sage ich nochmal ganz kurz was dazu. Klar, Lichtnahrung ist möglich, dass unsere Zellen direkt Licht verstoffwechseln. Dafür braucht es aber wirklich ein gewisses Bewusstsein und die Zellen in deinem Körper müssen umstrukturiert sein, dass sie das Licht aufnehmen können. Jetzt lasse ich Lichtnahrung mal ein bisschen außen vor und gehe mal nochmal auf die vegane Ernährung ein. Warum ich da was dazu sagen möchte. Es ist ja ein großer Trend, immer mehr vegane Ernährung und mittlerweile sogar im Spitzensport machen das einige, also es ist ein Trend geworden, sich rein pflanzlich zu ernähren. Und natürlich wird es evolutionstechnisch dorthin gehen. Mit uns allen Menschen. Die Frage ist, tut uns, den meisten Menschen, dir, vegane Ernährung, also rein pflanzliche Ernährung, jetzt schon gut zu diesem Zeitpunkt? Gehen wir mal davon aus, dass wir in einem ziemlich beschleunigten Evolutionsprozess sind. Und also wenn wir da mal hinwollen, ist aber die Frage, die man sich im Moment stellen will, sind wir schon da oder ist das Ganze vielleicht ein Prozess? Ich behaupte, vegane Ernährung, streng vegane Ernährung, tut bisher den allerwenigsten Menschen gut. Auch denen denen nicht, die viel energetisch arbeiten, die spirituell sehr geöffnet sind für das alles, auch dort den meisten noch nicht. Also der Körper braucht noch was anderes. Und ich habe das ja schon mal erwähnt, dass alles ist Energie. Auch Nahrung ist Energie. Und es gibt so viele verschiedene Energien. Wenn du mal sagst, alles ist Energie, der Stuhl da hinten ist Energie, die Kerze hier ist Energie. Und so viele verschiedene Dinge, wie du mit deinen Augen erblicken kannst und das als verschiedene Gegenstände oder Formen wahrnimmst, kann ich dir sagen, so viele verschiedene Arten von Energien gibt es und noch viel mehr, und zwar alle die auch, die du vielleicht nicht mit deinen physischen Augen sehen kannst und die dennoch da sind. Also alles ist Energie. Nahrung ist auch Energie. Wir nehmen über die Nahrung Energie auf. Und nicht nur irgendeine Energie, sondern bestimmte Energien. Zum Beispiel, welche Farbe hat die Nahrung? Unterschiedliche Energiefrequenzen. Welcher Herkunft ist die Nahrung?
Ist sie tierisch? Jetzt mal grobe Kategorie. Ist sie pflanzlich? Auch das hat eine Bedeutung und ich habe das schon mal gesagt, eben in dem Video vorher. Pflanzliche Nahrung ist im Großen und Ganzen mehr männliche Energie. Es ist Erstnahrung, die wurde noch nie verdaut. Tierische Nahrung trägt mehr weibliche Energie. Es geht immer um den Ausgleich und die Balance der Energien. Und hauptsächlich der beiden Hauptenergien, männliche und weibliche Energie. Was passiert jetzt? Also viele, die sich denken, ich habe mich ganz lange ganz schlecht ernährt, habe mich gehen lassen in der Ernährung, alles Mögliche gegessen, habe mir nicht gut getan und jetzt möchte ich was verändern. Und dann switchen sie zu streng veganer Ernährung, weil es gerade überall gepostet wird, weil es unweigerlich auf den ersten Blick sehr viele positive Effekte hat. Und der erste, der ins Auge fällt, der erste Effekt ist der, und der ist sehr gern gesehen in unserer Leistungsgesellschaft, dass man aktiver wird, dass man mehr Energie hat, dass man fit ist. Hey, das ist männliche Energie. Das ist auf Sendung sein. Tschak, aktiv, das. Und das fühlt sich, das euphorisiert auch ein wenig. Man denkt sich, wow, habe ich jetzt viel Energie? Die Frage ist, welche Energie habe ich jetzt? Jetzt habe ich männliche Energie. Wo bleibt die weibliche Energie, die es genauso braucht? Sagen wir, hier ist die Mitte. Und meine feste, nicht nur Überzeugung, sondern es beruht alles auf Beobachtung der energetischen Konstellation, wie sich Energie zeigt. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, aber das ist einfach eine Sichtweise, die von ganz vielen Menschen nicht wahrgenommen oder ausgeblendet wird, auch in wissenschaftlichen Untersuchungen. Und es geht eben nicht darum, dass der Körper bestimmte Werte zeigt im Labor oder man bestimmte Effekte erreicht. Um was es in Wirklichkeit geht, ist, dass beide Energien in Balance ausgeglichen da sind. Wie gesagt, für die Seele wichtig, auch für den Körper wichtig. Und jetzt sagen wir, hier ist die Mitte. Jetzt hat sich jemand zum Beispiel lange, nach eigener Definition, schlecht ernährt, mag ja sein. Jetzt kommt er auf vegane Ernährung, also das extreme Gegenteil vielleicht, und geht jetzt ins andere Extrem, weil er glaubt damit, das, was vorher nicht gut war, auszugleichen. Stimmt aber nicht. Man geht ins nächste Extrem. Und wenn man sich vorher vielleicht hat gehen lassen, ist man jetzt sehr in der männlichen Energie, diszipliniert, versagt sich auch vieles. Genuss zum Beispiel, der wirklich wichtig ist. Warum nicht aus dem Extrem in die Mitte gehen? So funktioniert es und in der Mitte bleiben, dann wird dieses Extrem auch in die Mitte geführt und kein neues Extrem aufgemacht. Warum sage ich jetzt, dass vegane Ernährung für die meisten Menschen noch nicht verträglich ist, und zwar auf Dauer, eben weil es den Körper, aber auch den Energiekörper, auch die Seele in eine sehr männliche Energie bringt. Und viele Veganer und besonders strenge Veganer und auch oft die es ganz genau nehmen und das wirklich auch bis aufs Messer verteidigen würden, haben manchmal was Verbissenes, was sehr auch festgefahren ist wieder. Leute, das kann nicht gesund sein. Und jetzt, auch wichtig ist mir noch eins zu sagen. Jetzt sprechen wir nochmal bitte über das Vegan. Es gibt Menschen, die das machen, weil ihnen gesagt wurde, es ist gut für dich. Macht es. Es wird positive Effekte haben. Sie stellen positive Effekte fest. Klar, wie gesagt vorher, viel männliche Energie, viel im Außen, viel Power erstmal, was aber auch zu einer Art Burnout führen kann auf die Dauer. Und die grobe Veränderung von Gewohnheiten, wenn man das macht, ist es egal, was man macht,
wirst du vielleicht schon mal festgestellt haben, gibt einem auch ein sehr, sehr gutes, positives, energetisches Gefühl, weil was in Bewegung kommt. Dabei ist gar nicht so wichtig, was in Bewegung kommt, sondern das, was in Bewegung kommt, auch das ist euphorisierend. Auch ein positiver Effekt, der dann scheinbar von der veganen Ernährung kommt. Also man muss genau hinschauen. Dann gibt es natürlich diejenigen, die das tun aus Achtung vor den Tieren oder weil sie es einfach nicht mehr ertragen können, dass Tiere für uns ihr Leben geben und deswegen verweigern sie tierische Produkte. Also erstmal vor dieser Motivation ziehe ich natürlich meinen Hut. Ich trage das auch in mir, ich weiß es, dass Tiere leiden für unsere Ernährung. Doch möchte ich eines anführen. Tiere sind auf diesem Planeten, um uns zu dienen. Dafür sind sie da. Auf verschiedene Arten. Das, was wir jetzt einfach Nutztiere nennen, ich nehme mal den Begriff, dass jeder weiß, sind immer schon auf unserem Planeten, um uns zu dienen. Zum Beispiel, dass man einen Ochsen vom Karren spannt oder dass man Milch hat oder dass man Fleisch essen kann. So, dann gibt es Wildtiere, die sind eigentlich weniger für uns da, sind mehr der Natur zugeordnet. Und es gibt Haustiere. Würdest du, wenn du wissen würdest, was dein Haustier, wie viel Energie, manchmal auch Krankheiten, Unpässlichkeiten von dir, alte Muster auf sich nimmt, sie in den meisten Fällen transformiert, manchmal sterben aber Haustiere auch ganz früh oder an allen möglichen Erkrankungen. Warum? Weil sie vor ihrem Herrchen, von ihren Bezugspersonen, ihnen viel abnehmen energetisch. Das tun sie aus Liebe und um den Menschen zu dienen. Würdest du auf die Idee kommen zu sagen, kein Mensch darf mehr Haustiere haben, weil diese Tiere darunter leiden? Es ist immer eine Frage des Blickwinkels und wir sollten die Dinge da bei Tieren nicht zu sehr vermenschlichen. Tiere haben eine große Kollektivseele und sie haben ganz eigene Absichten, wenn sie auf die Welt kommen, auf den Planeten kommen oder zum bestimmten Menschen kommen. Es ist alles kein Zufall, wie es passiert. Dennoch sind Tiere nicht dafür erschaffen, um zu leiden und noch dazu sinnlos zu leiden. Und wie sich natürlich alles entwickelt hat, in der modernen Gesellschaft, wie Tiere gehalten werden, überhaupt mit null Wertschätzung. Fleisch wird einfach reingefressen, achtlos. Also dass das nicht gut sein kann und dass das auch nicht diesem Agreement, das die Tiere hier auf dem Planeten mit uns Menschen haben, entspricht, das ist klar. Ich würde sagen, im Moment aus energetisch-planetarer Sicht und unter Berücksichtigung all dieser Dinge reicht es für die meisten Menschen mal, sich wirklich vegetarisch zu ernähren. Einfach mal Fleisch weglassen. Fisch kann man auch gut weglassen. Und wenn du dich vegetarisch ernährst, dann am allerbesten nicht konventionell, was du im Supermarkt kaufst, sondern wirklich hochwertig, biologisch, am besten hochwertige Nahrung, nicht leeres Industriegut essen, einfach ein bisschen weniger essen, dafür hochwertige Nahrung kaufen. Das wäre so der Mittelweg, wo auch noch viel Genuss, ich weiß, Veganer sagen, oh, das ist der höchste Genuss und so, klar, wenn man bestimmten Ausrichtungen mit manchmal schon Fanatismus folgt, dann kann man in alles Genuss rein interpretieren und dann sagen sie, aber manchmal ein Stück Käse ist wirklich gut. Dieses Stück Käse gibt ihnen ein Stück weit ein bisschen weibliche Energie und das tut ihnen unglaublich gut. Da werden sie dann ganz ruhig. Und das ist auch wichtig. Mir war es ein Anliegen, das alles nochmal so ein bisschen genauer darzulegen, wie ich das meine. Hat da ein paar Missverständnisse gegeben auch. Deswegen habe ich das Video jetzt nochmal so gemacht und damit ist für mich eigentlich auch zum Thema Ernährung alles gesagt. Es kommt immer wieder aufs Gleiche raus.
Meide Extreme, komm in die Mitte, komm in die Harmonie, komm in die Balance. Es ist ganz einfach und weißt du auch, was heute hip und angesagt und hochwissenschaftlich ist morgen schon wieder verworfen und jemand kommt mit einem anderen, was jetzt, also mach's da einfach, mach dich nicht verrückt, lass dich nicht verrückt machen, hör auf dich, hör auf die Stimme deines Körpers und setz nicht diese männliche Energie, die immer aktiv sein muss, höher in der Bedeutung wie die weibliche Energie, die auf der anderen Seite für Ruhe sorgt, für Geborgenheit, für angekommen sich fühlen, all diese Dinge, beides ist wichtig. Ich freue mich, du bist mir wichtig, wirklich, ich sende das ja in die Welt raus und ich hoffe, dass Menschen Druck von sich wegnehmen können, dass ihnen das einen Mehrwert gibt. Eigentlich ist es immer eine erlösende Botschaft und alles, was ein Diktat ist, ist ein Gegenteil von Erlösung, meiner Meinung nach. So danke ich dir. Bitte gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, es geht weiter. Im nächsten Video geht's um Erdung in der neuen Zeit, verpasse es nicht, aus ganz energetischer Sicht. Dein Name.